Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute geht es um eine wichtige Frage: Wann ist das beste Alter, um mit der Arbeit zu beginnen? Diese Frage stellen sich viele junge Menschen, besonders wenn sie vor der Entscheidung stehen, eine Ausbildung zu starten oder weiter zu lernen. Manche beginnen sehr früh mit Nebenjobs, während andere erst nach vielen Jahren Studium ins Berufsleben einsteigen. Aber gibt es überhaupt ein perfektes Alter, um zu arbeiten? Oder hängt es von anderen Faktoren ab? In vielen Ländern ist es erlaubt, ab 16 oder 18 Jahren zu arbeiten. Doch das Gesetz sagt nichts darüber aus, ob man auch wirklich bereit dafür ist. Rein biologisch gesehen sind junge Menschen oft voller Energie und Lernbereitschaft. Auf der anderen Seite fehlt ihnen häufig noch Erfahrung und Selbstbewusstsein. Viele Schüler machen in ihrer Jugend Ferienjobs oder helfen in Familienbetrieben mit. Das kann eine gute Möglichkeit sein, um den ersten Einblick in die Arbeitswelt zu bekommen. Einige junge Menschen starten sehr früh, weil sie finanziell unabhängig sein wollen oder müssen. Andere hingegen setzen auf eine lange Ausbildungszeit, um später bessere Karrierechancen zu haben. Ein gutes Beispiel ist Anna, die mit 15 Jahren anfing, Zeitungen auszutragen. Sie wollte sich ihr eigenes Geld verdienen und nicht immer ihre Eltern fragen müssen. Diese Erfahrung half ihr, pünktlich und verantwortungsbewusst zu werden. Später konnte sie mit diesen Eigenschaften schnell eine bessere Stelle finden. Auf der anderen Seite gibt es Paul, der bis 25 studierte und erst dann in den Beruf einstieg. Er entschied sich für ein langes Studium, um einen spezialisierten Beruf auszuüben. War das zu spät? Nicht unbedingt, denn seine Ausbildung zahlte sich später aus. Die Wahrheit ist, es gibt nicht nur einen richtigen Weg. Jeder Mensch hat andere Stärken, andere Ziele und ein anderes Umfeld. Wichtig ist nicht, wann man anfängt, sondern wie gut man vorbereitet ist. Viele Arbeitgeber suchen nach Menschen mit praktischer Erfahrung. Daher kann ein früher Einstieg vorteilhaft sein. Gleichzeitig legen viele Firmen auch Wert auf eine gute Ausbildung. Das zeigt, dass der beste Weg oft eine Kombination aus beidem ist. Ein Praktikum oder ein Nebenjob kann helfen, beides zu verbinden. Man kann arbeiten und gleichzeitig weiter lernen. Eine Studie zeigt, dass Menschen, die früh arbeiten, oft bessere soziale Fähigkeiten haben. Sie lernen, mit Kollegen und Vorgesetzten umzugehen, doch ein zu früher Einstieg kann auch Nachteile haben. Wenn man zu früh zu viel arbeitet, kann das die schulische oder persönliche Entwicklung bremsen. Daher ist es wichtig, die Balance zu finden. Ein guter Tipp ist, sich früh beruflich zu orientieren. Es hilft, sich schon in der Schule über verschiedene Berufe zu informieren. Viele Schulen bieten heutzutage Berufsberatung an. Auch Gespräche mit Eltern, Lehrern oder Berufstätigen können helfen. Es ist sinnvoll, verschiedene Berufe durch Praktika auszuprobieren. So merkt man, was einem liegt und was nicht. Manche Berufe erfordern viel Verantwortung und Erfahrung. Andere sind leichter für einen frühen Einstieg geeignet. Insgesamt hängt der richtige Zeitpunkt davon ab, was man erreichen möchte. Es gibt Menschen, die schon mit 18 eine Karriere starten, andere beginnen mit 30 oder später und das ist auch völlig in Ordnung. Jeder hat sein eigenes Tempo und seinen eigenen Weg. Das Wichtigste ist, dass man seine Entscheidung bewusst trifft. Man sollte nicht nur aus Druck oder Unsicherheit handeln. Letztendlich zählt nicht, wann man anfängt, sondern wie motiviert man ist. Um das Ganze besser zu verstehen,
möchte ich euch eine inspirierende Geschichte erzählen. Es geht um Marco, einen jungen Mann, der in schwierigen Verhältnissen aufwuchs. Er hatte keine reiche Familie und musste früh Verantwortung übernehmen. Mit 14 Jahren begann er, Zeitungen auszutragen, um seine Familie zu unterstützen. Das war nicht einfach, denn gleichzeitig musste er für die Schule lernen. Doch anstatt sich über seine Situation zu beklagen, sah er sie als Herausforderung. Er sparte jeden Cent und lernte, mit Geld umzugehen. Mit 18 bekam er seinen ersten Job in einem kleinen Geschäft. Dort arbeitete er hart und lernte viel über den Handel. Während seine Freunde ihr Geld für Spaß ausgaben, investierte er in sich selbst. Er las Bücher über Unternehmertum und nahm an kostenlosen Kursen teil. Mit 22 Jahren hatte er genug gespart, um sein erstes kleines Unternehmen zu gründen. Es war nicht leicht, und es gab viele Rückschläge. Doch er gab nicht auf und arbeitete weiter an seinem Traum. Heute ist er ein erfolgreicher Geschäftsmann mit über 100 Mitarbeitern. Seine Geschichte zeigt, dass es nicht auf das Alter ankommt. Wichtiger sind Durchhaltevermögen, Lernbereitschaft und Disziplin. Es gibt viele Wege zum Erfolg und jeder kann seinen eigenen finden. Wenn du jung bist, nutze jede Gelegenheit, um Erfahrungen zu sammeln. Sei offen für neue Möglichkeiten und lerne so viel wie möglich. Auch wenn du erst später startest, ist das kein Problem. Das Wichtigste ist, dass du nicht aufgibst und an dich glaubst. Jeder große Erfolg beginnt mit einem kleinen Schritt. Manchmal bedeutet das, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Viele erfolgreiche Menschen haben erst spät ihre Karriere begonnen. J.K. Rowling war über 30, als sie Harry Potter veröffentlichte. Henry Ford gründete seine Firma erst mit 40 Jahren. Das zeigt, es gibt keinen festen Zeitplan für Erfolg. Das Wichtigste ist, sich selbst treu zu bleiben und seinen eigenen Weg zu gehen. Also, egal in welchem Alter du bist, wenn du arbeiten möchtest, dann fang an. Lass dich nicht von Zweifeln oder gesellschaftlichen Erwartungen aufhalten. Jede Erfahrung, die du sammelst, bringt dich weiter. Und wer weiß? Vielleicht schreibst du irgendwann deine eigene Erfolgsgeschichte. Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Bis zum nächsten Mal, und denk immer daran, der beste Zeitpunkt, um zu starten, ist jetzt.